Ja, hallo, buongiorno. Buongiorno. Und es geht doch wieder in die nächste Sehenswürdigkeit. Ja, ein absolutes Muss und da freue ich mich auch drauf. Es ist Pompeji. Ja, also wenn man schon in der Nähe von Rom ist, dann ist Pompeji ja nicht weit. Beziehungsweise, ja, Ja, wir sind ja mit dem Auto unterwegs und ja, nicht zu Fuß oder Fahrrad. genau. Und das sollte man sich auch mal angesehen haben. Also, Die meisten werden davon in der Schule schon gehört haben. Und der Vesuv, der ist ja auch schon mal in den Nachrichten mit seinen Ausbrüchen, die schon gewesen sind. Und das ist schon auch eine schöne Gegend. Nicht nur Pompeji ist sehenswert, sondern auch die Umgebung. ja, wir waren auf dem Campingplatz direkt gegenüber vom Eingang Porta Marina, also 150 Meter vom Eingang. Auf der anderen Straßenseite liegen mehrere kleine Campingplätze, einer davon auch wieder mit Axicard. Und Das ja, macht sich bezahlt. ja, den haben wir angefahren. Ist wirklich nur einfachst. Ja, Die also Sanitäranlagen, Campingplatz würde ich jetzt nicht sagen. Ist eigentlich oben drüber ist ein Restaurant Das scheint ganz und gut zu unten sein. runter sind Toiletten und Mini-Duschen. Die Sauberkeit, wie immer, lässt doch sehr zu wünschen übrig. Ja, okay. Aber Aber von der Lage für den Pompeji-Besuch genau. optimal. Ja. wir konnten über die Straße gehen und schon war man am einem Eingang zu Pompeji. Und das war auch mit ausschlaggebend, denn wir wollten da ja nicht länger verweilen als nur eine Nacht, um dann eben Pompeji in Ruhe zu besuchen. Genau. Also man kann die Grundzüge Pompejis, dieser Stadt, wunderbar erkennen. Es ist ja noch sehr, sehr viel erhalten. Die ganzen Straßenzüge, ja, Geschäfte, die da gewesen sind. Da fehlen natürlich die Dächer. Ja, Klar. aber es war schon erkennbar, die Grundrisse, wie du sagtest. Und ich habe mich wirklich wie in einer Stadt gefühlt. Das ist nicht so klein, das ist wirklich schon. auch groß. Also man muss gut zu Fuß sein auch, festes ja. Schuhwerk. Also keine Alles- Schleppkes. Also, denn dieses Pflaster, was da also fast durchgängig noch liegt, original, ist schon nicht so ganz einfach zu durchlaufen, weil man muss schon auch ein bisschen aufpassen. Genau. Ja, dann sind einige Villen noch zu besichtigen. Mit Bemalungen, die auch Wo noch die, genau, die erhalten Bemalung alle sind. noch Das erhalten. konnte ich gar ja. nicht glauben, Ja. dass das nicht nachgemalt war, sondern wirklich Das im sind noch die Original. Original, Freigelegt ja. halt. Ja, Ne? ja. Also total interessant. Ja. Ja, und die Leichen, die man so kennt, vielleicht aus Büchern oder vom Fernsehen her, also ich habe es gelesen, das sind Gipsabdrücke der Leichen, die man da gefunden hat. Und das hat mich schon so ein bisschen beruhigt, aber es berührt einen total. Also ich war doch sehr andächtig und dachte, mein Gott, welches Schicksal hier Tausende von Menschen erlebt haben. Ja, wenn da so eine meterhohe Ascheschicht dich auf einmal Heiß. einhüllt und du bist tot, dann ja. Ja, es war kein Entrinnen. Der Nee. Vesuv ist ja nicht so weit weg. Nee. Und der Vesuv ist einer der gefährlichsten Vulkane überhaupt, weil ein Ausbruch sich nicht vorher ankündigt. Also wenn er ausbrechen würde, dann von jetzt auf gleich. Und das ist das Gefährliche, ja. Ja, es war mir auch neu, aber du hattest das recherchiert, ne? Ja, kann man alles im Internet lesen. Ja, Internet. Aber bleibt uns lieber treu. Aber so diese Ruinenstadt zu durchlaufen, das alles mal so mit eigenen Augen gesehen zu haben, Ja. beeindruckend. Ja, man kann sich das einfach schon auch sehr gut vorstellen, weil es gibt Plätze, es gibt so Marktplätze und es gibt noch so viele Empforen, wo man weiß, da waren Oliven drin und was weiß ich nicht noch alles. Wenn man eine Führung sich gönnt, wird man wahrscheinlich noch viel mehr erfahren können. Aber uns hat das eigene Durchlaufen und Erkunden auch gereicht. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Und man kann sich, wie gesagt, auch im Internet dann nochmal schlau machen über Ja. einige verschiedene Sachen. Ja. Ja, und wir hatten auch einen kleinen Reiseführer dabei, wo dann auch schon Informationen waren. Also wir fühlten uns nicht verloren. In dem Sinne waren wir eigentlich ganz zufrieden mit unserem Besuch in Genau. Pompeji. Ja,
Und ja, schaut euch die Bilder an und Lasst euch animieren, auch mal dahin zu gehen. ja, kann vielleicht nicht jeder, dafür machen wir ja auch ein Video. Genau. Aber jetzt nach Rom und Pompeji sollte das vielleicht erstmal genug sein. Ja, jetzt ist erstmal Ruhe, damit die Fülle von Eindrücken sich nicht total vermischt und verworren ist, dass man das alles noch mal so ein bisschen aufbereitet. Das machen wir ja mit unseren Filmen und das hilft uns natürlich auch später. Und ich hoffe, euch ist es auch eine Anregung und mehr wollen wir auch nicht erreichen. Genau. Also, das war's dann erstmal für heute. Ja, und jetzt ist erstmal Ruhe angesagt, aber da werdet ihr vielleicht auch mal einiges von hören. Bestimmt. Ja, wir stehen hier auf dem Camping Fortuna Village in Pompeji. Die Plätze sind nicht klein, die Sanitäranlagen unter aller Sau. Aber die Lage, der Standort ist eigentlich sehr günstig, um Pompeji zu besuchen. So, da hinten haben wir das Restaurant und hinter dem Restaurant verläuft direkt die Hauptstraße. Und wenn man diese von hier aus gerade überquert, hat man noch gut 100-200 Meter bis zum Eingang Porta Marina, um in Pompeji hineinzukommen.